Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kurz nach 12:30 und ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sepsis-Akademie begrüßen. Bei uns in Greifswald ist es der erste etwas wärmere Tag. Insofern danke ich erstmal allen Greifswaldern, dass Sie hier sind. Aber wenn es woanders frühlingshaft ist, dann natürlich auch allen anderen, dass Sie trotz des endlich frühlingshaften Wetters zu dieser Weiterbildung gekommen sind. Das heutige Thema ist etwas, was ich vor 5, 6, 10 Jahren nie auf dem Zettel gehabt habe als Intensivmediziner. Wir haben uns sehr viel darum gekümmert, dass unsere Patienten überleben, aber wir haben uns sehr wenig darum gekümmert, mit welcher Lebensqualität sie eine Erkrankung, einen intensivmedizinischen Aufenthalt überleben und wie es ihnen danach geht. Und nur wenige der Patientinnen und Patienten sind spontan auf die Intensivstation gekommen und haben es berichtet. Das ist heute zum Glück anders. Anders auch ein wenig deshalb, weil es viele Betroffene gibt, die sich engagieren für dieses Thema, dass eben die Ärzte, die Pflegenden immer wieder hören, wie wichtig es ist, sich auch vor Augen zu führen, wie es einem Patienten nach der intensivmedizinischen Behandlung eben auch nach einer Sepsis geht. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute 2 Referenten gewinnen konnten, die sehr berufen sind, darüber zu berichten. Und als erstes möchte ich gerne Herrn Frank Köhler vorstellen, der selbst 2014, glaube ich, Herr Köhler, eine Sepsis überlebt hat und der natürlich von diesem eigenen Erlebnis uns hier berichten wird. Aber es geht bei ihm deutlich darüber hinaus, weil er sich in den letzten Jahren sehr engagiert hat, um eben dieses Thema bekannt zu machen, zum Beispiel im Aktionsbündnis Patientensicherheit, aber auch in vielen Gremien und Sachverständigenrunden, wo es eben auch darum geht, die Patientenmeinung mit anzuhören, wenn es um Entscheidungen auch in der Gesundheitspolitik geht. Und da möchte ich ganz persönlich ihm sehr dafür danken, dass er das gemacht hat. Und sein Engagement geht sogar so weit, dass er nicht nur Vorträge hält, sondern dass er auch eine Internetseite hat, die da heißt sepsisfolgen.info, auf der er über dieses ganze Problem sehr intensiv informiert. Ja, Herr Köhler, ganz herzlichen Dank, dass Sie das heute ermöglichen. Ja, gerne. Ja, und wir haben es so gemacht, dass wir die Präsentation vorher aufgezeichnet haben und ich werde das jetzt hier freigeben und hoffe, dass es mit dem Ton wunderbar oder besser klappt als jetzt vorher bei den Tests. Und wenn es Tonprobleme gibt, dann bitte melden Sie sich zügig, dann würden wir es anders versuchen, dass Herr Köhler seinen Vortrag von sich aus freigibt. Ja, ein paar organisatorische Sachen, wie immer, wer sich hier angemeldet hat, bekommt auch die Punkte von der Ärztekammer, wenn er sie braucht, oder ein Zertifikat. Ich habe auch in den Chat schon den Anmeldelink zur nächsten Veranstaltung im Mai gestellt. Da geht es um antiinfektive Therapie mal wieder, aber das ist ja in der Behandlung der Sepsis extrem wichtig. So, dann denke ich, wir starten mit der Freigabe des Bildschirms. Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in Verbindung mit dem Wissen, das ich mir zu dem Thema angeeignet habe, selbst gewonnen habe. Ich bin 63 Jahre alt, bin verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder. Damals war ich selbstständig und hatte eine Firma der Mess-, Steuer- und Regeltechnik im Chemieanlagenbau mit 20 festen Mitarbeitern. Also sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es gab keine gesundheitlichen Probleme und ich hatte keine Vorerkrankungen. Das Einzige war, dass ich immer mehr Probleme mit meiner Hüfte bekam. Im November 2014 ging ich planmäßig ins Krankenhaus. Es sollten beide Hüftgelenke ausgetauscht werden. Die Operation ist zunächst gut verlaufen.
sodass auch tatsächlich beide Gelenke getauscht wurden. Schon in der zweiten postoperativen Nacht bekam ich starke und sehr schmerzhafte Bauchkrämpfe. Auf diese reagierte man am zweiten Tag danach aber nicht. Erst am dritten Tag untersuchte man mich dann endlich und stellte fest, dass der Darm an mehreren Stellen perforiert war. Die Vergiftungserscheinungen waren so weit fortgeschritten, dass ich am gleichen Tag einen septischen Schock erlitt. Dann kam so ziemlich das volle Programm. 3 Wochen Intensivstation, 2-mal künstliches Koma. Ich wurde 2 Wochen künstlich beatmet und bekam einen künstlichen Darmausgang. Im weiteren Verlauf gab es dann noch einige Komplikationen, sodass ich dann innerhalb von 5 Monaten 9 schwere Operationen über mich ergehen lassen musste. Aber ich habe das alles überlebt. 2015 musste ich dann Firmeninsolvenz anmelden und bin seitdem erwerbsunfähig und schwerbehindert. Sicher, Überleben ist erst einmal das Wichtigste. Die Sterbequote im Zusammenhang mit einer Sepsis ist in Deutschland sehr hoch. Wir haben eine der höchsten Sterbequoten der westlichen Welt. 2015 lag sie in Deutschland bei 42%. Das ist eindeutig zu viel und dagegen muss auch etwas getan werden. Zum Vergleich, in Australien lag sie bei 18% und selbst in den USA lag sie bei 23%. Trotzdem möchte ich heute eine andere Seite beleuchten. Einerseits die vielen Toten, aber andererseits überleben jedes Jahr in Deutschland mehr als 80.000 Menschen eine schwere Sepsis oder einen septischen Schock. Diese Zahl wird sich sicherlich mit Covid-19 noch erhöhen. Denn Covid-19 ist in Anführungsstrichen nur eine weitere Variante der Infektion, die zu einer Sepsis führen kann und im schweren Verlauf wohl auch häufig dazu führt. Was bedeutet nun das Überleben? Für die meisten Betroffenen und ihre Angehörigen ändert sich das Leben total. Eine Rückkehr in das Leben davor ist für die meisten absolut nicht möglich. Es ist ein anderes, ein neues Leben, das man dann führt. Das muss man für sich erst einmal erkennen und akzeptieren. Und das ist auch nicht so einfach. Und das ist ein sehr langer Prozess, um das zu begreifen. Wie sieht nun das neue Leben aus? Der Punkt Null ist sicher immer erst einmal, dass man die Sepsis überlebt hat. Gerade in der Akutphase habe ich nichts mitbekommen. Ich wusste nicht, dass ich eine Sepsis habe. Die Sepsis habe ich erst viel später gemerkt. Nach einer längeren intensivmedizinischen Behandlung, die mir meistens nach einer schweren Sepsis oder einem septischen Schock ansteht, muss man alles neu lernen. Das Atmen, nach 2 Wochen künstlicher Beatmung war das nicht so einfach. Auch das Sprechen funktionierte nicht gleich wieder und war anfangs sehr anstrengend. Der Muskelabbau geht durch das lange Liegen so schnell voran, dass da nicht mehr viel Muskelmasse übrig bleibt nach 3 Wochen Intensivstation. Die Haut hing förmlich an den Knochen herunter. Es war sehr schwierig und ein hartes Training, die Muskeln wieder aufzubauen. Zum Schluss musste ich noch auf die Treppe, bevor ich nach Hause durfte. Zwischendrin war da natürlich noch die Verlegung auf die Normalstation. Und das war ja schon ein Riesenfortschritt, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Hinterher gab es bei mir wegen der Hüft-OP noch die orthopädische Reha. Aber mit all dem ist dann die Sepsis eben noch nicht vorbei. Das habe ich allerdings erst viel später erkannt. Zu dem Zeitpunkt habe ich, wie gesagt, noch gar nicht gewusst, dass ich eine Sepsis hatte. Zunächst hatte ich damit zu tun, meine körperlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Durch die vielen Operationen hat sich mein Körper total verändert. Ich bin mit einer Plastiktüte am Bauch aufgewacht. Das Verrückte war, es war nichts Anormales für mich. Es war einfach da. Mir wurde circa ein halber Meter Darm entfernt, ein Stückchen dünn und auch ein Stückchen Dickdarm. Und damit haben sich dann auch einige Körperfunktionen verändert. Um damit einigermaßen zurechtzukommen, habe ich circa ein Jahr gebraucht. Wie lange es alleine gedauert hat, bis ich meinen Bauch wieder richtig angefasst habe, das hat, glaube ich, noch länger gebraucht. Mit der Zeit merkte ich aber immer mehr, dass meine geistige Leistungsfähigkeit
stark nachgelassen hat. Nach diesem einem Jahr habe ich angefangen, mich mit meiner Geschichte zu beschäftigen, was da überhaupt passiert ist. Das war nicht so einfach. Ich hatte sehr wenig Erinnerung von den ersten 2 Wochen auf der Intensivstation, überhaupt gar keine. Meine Frau hatte glücklicherweise für diese Zeit Tagebuch geschrieben. Und das ist auch eine unbedingte Empfehlung, die ich nur anderen hier auch weitergeben kann. Letztlich auch, um den Betroffenen dann eine bessere spätere Aufarbeitung zu ermöglichen. 2 Sachen möchte ich hier besonders erwähnen. Zum Ersten war meine Begegnung mit dem Tod ein sehr einprägsames Erlebnis, die auch meine Einstellung zum Tod verändert hat. Zum Zweiten, die Erlebnisse und Eindrücke auf der Intensivstation. Da ist es ja nie ruhig und nie richtig dunkel. Ständig sind da Geräusche und Geschäftigkeit. Und man hat sehr wenig Strohhalme, an die man sich klammern kann. Für mich war das zum Beispiel dieser kleine Teddy, ein guter Launebär. Für den hatte meine Frau eine Sondergenehmigung erreicht, wie für die Blumen übrigens auch. Die Pflegekräfte haben ihn dann noch zum medizinischen Pflegepersonal ernannt. Und als Erkennungszeichen hat er dann diese grüne Haube aufgesetzt bekommen. Und jedes Mal, wenn ich die Augen aufgemacht habe, hat mich dieser kleine Kerl angelächelt und mir ein klein wenig Freude bereitet. Eine andere kleine Geste war, wenn die Ärztin, die meine erste Notoperation durchgeführt hatte, zur Visite kam sie als erstes an mein Bett, legte meine Hand in ihre beiden Hände und behielt sie dort bis zum Ende der Visite. Das tat einfach nur gut. Und alles war gleich nicht mehr so schlimm. Ich denke, dass man mit solchen kleinen Gesten die traumatischen Erlebnisse abmildern kann, sodass sie einem später weniger belasten. Dann kamen auch die sozialen Probleme. An Arbeiten war beim besten Willen nicht zu denken, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als für die Firma Insolvenz anzumelden. Ich war alleiniger geschäftsführender Gesellschafter und schaffte es einfach nicht mehr. Meine lange Krankheit, es war ja inzwischen fast ein Dreivierteljahr vergangen, hatte doch ihre Wirkung gezeigt. Und dann kam die Krankenkasse und ihre Gutachter, die mir das alles nicht abnehmen wollten, dass ich so lange krank machen muss. Ein Gutachter hat mich dann sogar als Simulanten hingestellt, der keine Lust zum Arbeiten hat. Ich war früher ein Arbeitstier. Zu der Zeit, als das passiert ist, war ich selbstständig und hatte eine Firma mit 20 festen Mitarbeitern. Auch davor war ich immer in großen Unternehmen in Führungspositionen tätig. Also 16-Stunden-Tag, 7 Tage die Woche, war absolut keine Seltenheit. Und nun war nach maximal einer Stunde Schluss, manchmal auch schon früher, wenn es anspruchsvoller wurde. Da ging gar nichts mehr. Und jetzt so etwas, da kann man dann schon depressiv werden und wütend, aber auf wen wütend. Eine andere Seite der sozialen Probleme sind die unterschiedlichen Reaktionen im persönlichen Umfeld. Es war auch eine Belastung für unsere Partnerschaft. Meine Frau glaubte, ich lasse mich hängen. Freunde, Bekannte brachen Kontakt ab. Andere Freundschaften vertieften sich. Es war eine sehr schwierige Zeit. Eine Betroffene erzählte einmal, wie sie ihr Vater bei einem Besuch angefahren hat, dass sie nicht so anstellen soll. Ihre Sepsis muss doch auch mal vorbei sein. Von anderen Betroffenen habe ich gehört, dass ihre Partnerschaften auseinandergegangen sind. Also ein sehr wichtiger Punkt, dem man unbedingt mehr Beachtung schenken muss. Vielleicht auch schon im Krankenhaus, indem man die Angehörigen mehr einbezieht und sie auf solche Folgen vorbereitet. Am kompliziertesten ist es aber mit den kognitiven Störungen. Diese sind nun mal nicht sichtbar. Solche Probleme wie verminderte Belastbarkeit, Konzentrationsschwäche, vermindertes Reaktionsvermögen, Gedächtnisstörung. Das kann man nun mal nicht sehen. Und zum anderen werden diese Probleme später erst wahrgenommen, weil man in der ersten Zeit noch mit anderen Problemen beschäftigt ist. Und dass diese Hirnschädigungen im Zusammenhang mit einer Sepsis stehen,
ist weitgehend nicht bekannt und wird somit auch nicht als Krankheitsbild akzeptiert, obwohl meines Erachtens der größte Teil der Sepsis-Überlebenden davon betroffen ist. Ich gehe später dann nochmal auf die einzelnen Probleme ein. Das erste Jahr ging wie im Rausch vorbei. Wie gesagt, nach diesem Jahr habe ich dann angefangen, auch mal nachzufragen. Und die Ärzte mich dann immer beruhigen wollen. Ach, es wird schon wieder, es dauert eben alles seine Zeit und überlegen Sie mal, was Sie alles durchgemacht haben. 2016 bin ich dann erstmals von einem Nervenarzt untersucht worden und der hat dann kognitive Störungen erstmals in Erwägung gezogen worden. Und der hat mir einen sehr einprägsamen Satz gesagt. Und zwar: Ich glaube Ihnen das alles. Ich weiß auch, dass es so etwas gibt, aber ich kann es nicht nachempfinden. Nachempfinden kann es nur jemand, der es selbst durchgemacht hat. Ja, und dieser Arzt, der hatte mich dann an die kognitive Neurologie der Uniklinik in Leipzig überwiesen. Und die wollten mich zunächst auch abweisen. Das Schädel-MRT, was ich machen musste, hatte eben auch einen negativen Befund. Und die haben also auch gesagt, das sind eben traumatische Erlebnisse, das ist nichts für uns. Mein größtes Problem war, dass ich einfach nicht wusste, was mit mir los ist. Ich stand gefühlt neben mir und habe an mir selbst gezweifelt. Ich habe mir dann immer gesagt, Mensch, reiß dich doch zusammen, das muss doch irgendwie gehen. Aber es ging eben nicht. Und im Gegenteil, es wurde dann immer noch schlimmer, wenn ich das versucht habe. Ich habe dann schon Schuldgefühle gegen mich selbst entwickelt. Die Ärzte sagten, ich solle Geduld haben, das wird schon wieder. Aber das ist eher kontraproduktiv, weil es eine falsche Erwartungshaltung erzeugt, die am Ende dann eben nicht erfüllt wird. Und das zermürbt einem. Da kommt man in einen Teufelskreis, aus dem man sehr schwer wieder herauskommt. Und das macht dann eben wirklich depressiv. Wie gesagt, nach 2 Jahren bin ich dann endlich an einen Arzt gekommen, der erstmals kognitive Störungen in Erwägung gezogen hat und mich dann ja an die kognitive Neurologie überwiesen hat. Bis dahin habe ich gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt und was es ist. Ich war dann 2017 zweimal 6 Wochen in der Tagesklinik für kognitive Neurologie an der Uniklinik Leipzig. Wie gesagt, da wollte man mir die Probleme auch erst nicht abnehmen. Mein Schädel-MRT wies einen negativen Befund aus. Und man schob es eben genauso auf diese traumatischen Erlebnisse. Ich wollte mich erst nicht behandeln. Da ich aber sehr hartnäckig blieb, nahm man mich unter Vorbehalt von dann positiven Testergebnissen auf. Nach umfangreichen Tests, die sich insgesamt über 2 Wochen hinzogen, wurden bei mir dann kognitive Einschränkungen wie eine mittelgradige Fatigue, eine verminderte Reaktionsfähigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisstörung diagnostiziert, sodass ich dann die Behandlung fortführen konnte. In der Tagesklinik waren nur Patienten mit sichtbaren Hirnschädigungen, also Schlaganfall, Hirntumor, Hirnblutung oder ähnliches. Ich glaube, ich war bis dahin der erste Sepsis-Patient dort. Das Faszinierende für mich war, obwohl es doch völlig verschiedene Krankheitsbilder waren, wir hatten aber alle die gleichen Probleme. Also muss es doch irgendwie an irgendwelchen Schädigungen des Gehirns liegen und nicht nur an traumatischen Erlebnissen, die ich ja zweifelsohne auch hatte. Aber diese traumatischen Erlebnisse hatte ich weitestgehend da schon verarbeitet. Ich hatte angefangen, meine Geschichte aufzuschreiben. Inzwischen ist es ein Buch geworden. Die Behandlung in der Tagesklinik hat mir sehr geholfen. Es wurde für jeden Patienten ein individuelles Trainingsprogramm erstellt. Dieses wurde wöchentlich entsprechend den Trainingsergebnissen angepasst und unter Einbeziehung aller behandelnden Therapeuten in einer Konferenz für jeden einzelnen Patienten verabschiedet. Die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass ich nicht schuld bin und nichts dafür kann, dass es einfach organische Schäden sind.
Trotzdem konnte ich einige wesentliche Verbesserungen erreichen, so zum Beispiel in meiner Reaktionsfähigkeit, sodass ich wieder Auto fahren durfte. Auch ein wahnsinniger Fortschritt, auch wenn ich mich da die erste Zeit unsicher gefühlt habe. Auch meine Sehstörung habe ich gemeinsam mit der Orthoptikerin wieder in den Griff bekommen. Mit den Sehstörungen war für mich übrigens sehr interessant. In der kognitiven Neurologie wurde ich auch auf meine Sehkraft untersucht, weil ich beim Lesen nach 10 Minuten verschwamm mir alles und ich konnte nicht mehr weiterlesen. Die Orthoptikerin erklärte mir nach den Untersuchungen, dass meine Augen und meine Brille in Ordnung wären. Ich hätte ein ganz anderes Problem. Mein Gehirn brachte die von den beiden Augen projizierten Bilder nicht mehr sauber zusammen. Nach 6 Wochen Training in der Klinik war der Fehler behoben und ich kann jetzt wieder normal lesen. Und eine andere Erfahrung war eben, dass ich angefangen habe zu lernen, mit dem Problem besser umzugehen. Dieses Erlebnis kognitive Neurologie war für mich ein Wahnsinnserkenntnisprozess. Dieses Nichtwissen, was mit einem los ist, und dann diese Erfahrung kognitive Neurologie, das Verstehen der eigentlichen Probleme, das dabei geholfen hat, die eigenen Schuldgefühle zu überwinden und das Lernen, mit den eigenen Defiziten besser umzugehen, haben mir ein Stückchen Lebensqualität zurückgegeben. Von der Erfahrung dieses Schrittes, von der negativen zu dieser positiven Erfahrung hin, wollte ich unbedingt etwas weitergeben. Und so habe ich angefangen, mich stärker mit diesem Thema zu beschäftigen und habe dann Kontakt zur Forschung an der Uni Jena und auch zur Deutschen Sepsishilfe aufgenommen. Ich wollte mehr über die ganzen Zusammenhänge wissen. Und ich habe dann 2 Fragebogenaktionen gestartet, die sollten keinen wissenschaftlichen Zweck erfüllen, sondern ich wollte einfach nur wissen, ob ich mit diesem Problem allein dastehe und ob es auch andere Betroffene gibt, die dort sind. Zum anderen hatte ich bei den Kontakten mit der Uni Jena erfahren, dass sie an einer Studie arbeiten, wo sie die Zusammenhänge zwischen Sepsis und Hirnschädigung herausarbeiten wollten und dafür eben auch Probanden gesucht haben. Und man hatte ihnen diese Mittel dann gestrichen und sie mussten die Studie einstellen. Und ich wollte dort mehr Aufmerksamkeit erzeugen, um diese Studie weiterführen zu können. Und ich wollte natürlich auch wissen, welche Spätfolgen gibt es überhaupt und wie häufig treten sie auf. Ich war zu dieser Zeit in die Arbeitsgruppe Sepsis beim Aktionsbündnis Patientensicherheit aufgenommen worden. Und dort war es mir schon wichtig, auf diese ganzen Probleme aufmerksam zu machen. Denn am Anfang dieser Arbeitsgruppe war das Verständnis doch sehr wenig dort ausgeprägt, selbst unter diesen Sepsis-Spezialisten. Und diese Fragebogenaktion, diese Umfragen haben doch für mich zum Teil überraschende Ergebnisse geliefert. An der Umfrage haben insgesamt 83 Personen teilgenommen oder Betroffene, die ich über verschiedene Wege kontaktiert hatte. Es waren 51 männliche und 32 weibliche Betroffene im Alter von 9 bis 88 Jahren. Im Mittel waren es 57 Jahre alt. Und die Sepsis war ein Viertel bis 23 Jahre her. Im Schnitt lag sie 4,5 Jahre zurück. Also doch ein sehr breites Spektrum, was hier vertreten war. In der ersten Umfrage hatte ich hier 5 Aussagen in den Raum gestellt, die von den Betroffenen mehr oder weniger als zutreffend bewertet werden sollten. Und habe diese dann noch mit einem Punktesystem von 0 bis 4 Punkte dann bewertet. Die ersten beiden Spalten, die hier grün dargestellt sind, also mit gar nicht oder ein wenig, habe ich gesagt, das ist der normale Wahnsinn, interessiert mich nicht so. Interessiert haben mich die 3 letzten Spalten, also von ziemlich bis sehr stark.
Und die erste Aussage war, ich bin schneller erschöpft als vor der Sepsis. Und da haben 92% der Befragten also in diesem Bereich geantwortet. Bei der zweiten Aussage, es fällt mir schwerer, mich zu konzentrieren als vorher, waren es 83%. Bei der dritten, ich habe Gedächtnisprobleme, die ich vorher nicht kannte, waren es 75% immer noch. Bei der vierten, in Gesprächen verliere ich oft den Faden, waren es immer noch 61%. Und selbst bei der Aussage, ich weiß manchmal nicht, was ich kurz vorher gemacht habe, waren es immer noch 51% der Betroffenen. Hier noch einmal eine andere Darstellung, wo man also die Gewichtung der einzelnen Antworten besser erkennen kann. Und es ist doch hier sehr auffallend, wie der rote Bereich, also bei den einzelnen Aussagen, sehr stark vertreten ist. Ich habe dann nochmal auf jeden einzelnen Fragebogen die angegebenen Punkte zusammengerechnet. Also es waren hier von 0 bis 20 Punkte möglich. Und es ist schon auffallend, wie im linken Bereich, also hier in dem Bereich 0 bis 4 Punkte, sehr wenig dort vertreten sind. Es sind 7 Betroffenen, die hier also diese Punktzahl in ihrem Fragebogen erreicht haben. Und wenn ich dann sehe, bei der maximalen Punktzahl bei 20 sind es auch 7, alleine bei 20. Und der Mittelwert liegt so zwischen 11 und 13 Punkten. Bei der zweiten Fragebogenaktion habe ich das etwas anders gestaltet gehabt. Dort habe ich direkt Fragen angegeben. 89% gaben auch hier an, unter kognitiven Störungen zu leiden. Wobei bei 58% diese aber nicht als solche diagnostiziert waren. Für knapp 60% hat sich die soziale Situation wesentlich verschlechtert. Bei dem Rest war zum Teil auch schon vorher durch Altersrente abgesichert. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass nur 17% psychische Probleme angegeben haben. 22% chronische Schmerzen und bei den sichtbaren körperlichen Schäden also lediglich 5% mit Amputationen. Diese Umfrage mag vielleicht nicht repräsentativ sein, aber die Tendenz ist für mich doch schon sehr beeindruckend. Ein weiterer Teil bei der zweiten Fragebogenaktion ging es mir um die Entlassung und die Nachsorge. Verwundert war ich ein bisschen. 83% wurden bei der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht über Sepsis und deren Ursache aufgeklärt. Ich im Übrigen auch nicht. Bei 20% war im Entlassungsbericht nicht einmal vermerkt, dass sie eine Sepsis hatten. Bei mir übrigens auch nicht. 91% sind nicht über eventuelle Spätfolgen der Sepsis informiert worden. Ich ja auch nicht. 72% haben keine sepsisbezogene Nachsorge erhalten. Und bei der Hälfte des Restes wurde eine Reha erst viel später eingeleitet, wie bei mir zum Beispiel ja dann in der kognitiven Neurologie. Und was mich absolut überrascht hat und also auch erschreckend für mich war, dass sich 76% von den Ärzten und Therapeuten nicht verstanden fühlen. Und gerade solche Zahlen, die sind doch für mich absolut erschreckend. Das kann doch absolut nicht sein. Und hier muss und hier kann eine ganze Menge getan werden. Ich hatte noch ein Freifeld mit angegeben, wo also die Betroffenen weitere Spätfolgen angeben konnten, die vorher nicht abgefragt waren. Es wurden dann solche Sachen genannt wie Herz- und Niereninsuffizienz, Polyneuropathie, Muskel- und Nervenschwäche, Seh- und Sprachstörung, Kraft- und Antriebslosigkeit, Schlafstörung, Kurzatmigkeit, Gleichgewichtsprobleme, Schwindel, auch ein verändertes Wärme- und Kälteempfinden, was ich also auch stark zu verzeichnen habe, dass ich also überhaupt gar kein Kälteempfinden mehr habe und im Winter also auch mit kurzen Hosen und T-Shirt rumlaufe und mir also auch nicht kalt wird. Ja.
Verdauungsstörungen wurden auch genannt, auch Geschmacksveränderungen, also auch bei Sepsispatienten. Und was natürlich nicht genannt wurde, aber doch ein wesentlicher Faktor ist, dass ein erhöhtes Rückfallrisiko besteht. Ja, wie sieht es nun mit der öffentlichen Wahrnehmung oder besser gesagt der öffentlichen Akzeptanz von Spät- und Langzeitfolgen nach einer Sepsis aus? Bei den sichtbaren körperlichen Schäden ist das noch recht einfach. Amputation, Bauchdeckenschwäche, Organschäden, die sieht, versteht und akzeptiert auch jeder. Die werden also auch von der Krankenkasse erfasst, finden sich dann also von irgendwelchen Statistiken wieder. Bei mir ist es eben insbesondere diese Bauchdeckenschwäche, die Belastung des Zwerchfells und daraus sich ergebende Atemprobleme. Wie gesagt, das versteht und akzeptiert jeder. Und für mich ist es so eine Art Rückzugsort, wo ich mich nicht großartig begründen muss, warum jetzt oder so. Bei den psychischen Schäden ist das schon nicht mehr ganz so einfach. Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Albträume. Das wird schon nicht mehr ganz so akzeptiert und von den Krankenkassen also auch zum Teil nur noch erfasst, also auch nur, wenn es erkannt und behandelt wird. Und bei mir hat man das zwar geglaubt und akzeptiert, oder besser gesagt, man hat sie mir sogar eingeredet, obwohl ich immer gesagt habe, ich bin nicht depressiv. Ja, ich habe in meinem früheren Leben viel mit Selbstmotivation auch zu tun gehabt und bin trotzdem mit Antidepressiva behandelt worden. Ja, und das hat mir nicht geholfen, das hat mir eher geschadet. Etwas komplizierter ist das noch mit den sozialen Folgen. Die lange Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsplatzverlust, die soziale Ausgrenzung, auch der soziale Abstieg, Beziehungsprobleme, die sich ergeben. Ja, das wird vielfach ignoriert. Und hier muss ich also auch die Rolle der Ärzte ansprechen, insbesondere eben bei Gutachtenerstellung, wo vielfach eben Betroffene hier als arbeitsfähig hingestellt werden, obwohl sie überhaupt nicht dazu in der Lage sind. Ja, bei mir war es letztendlich die Firmeninsolvenz, die Erwerbsunfähigkeit, dort wegen meiner Selbstständigkeit, ich also auch keine Erwerbsunfähigkeitsrente bekomme. Und ich bin zwar als schwer beschädigt eingestuft, also mit Ausweis auch, und bekomme trotzdem keine Invalidenrente. Also ich lebe vom Einkommen meiner Frau. Das Komplizierteste aber sind die nicht sichtbaren körperlichen Schäden, also die Schädigung des Gehirns und der Nervenbahnen. Diese werden vielfach nicht erkannt und schon gar nicht akzeptiert. Zur Erinnerung nochmal diese Folie aus meiner zweiten Fragebogenaktion. Also hier ergibt sich ein völlig anderes Bild in der Wahrnehmung, als diese sich dann in der öffentlichen Akzeptanz widerspiegelt. Was hat es nun mit den Hirnschädigungen nach einer Sepsis auf sich? Ich möchte dazu 3 Folien auflegen, die nicht von mir stammen. Die erste ist von der Frau Dr. Töne-Otto aus einem Vortrag anlässlich des Sepsis-Forums im vergangenen Jahr zu neurokognitiven Langzeitfolgen von Sepsis und Covid-19, wo sie zu neurokognitiven Störungen und wie es dazu kommt, referiert hat. Die Frau Dr. Töne-Otto ist die leitende Neuropsychologin an der Tagesklinik für kognitive Neurologie an der Uniklinik Leipzig. Zum einen hat sie hier einen Zustand beschrieben, Brain Fog, also Watte im Kopf, wie er sich darstellt. Ja, für mich fühlt sich das dann immer wie eine Leere im Kopf an. Ein anderer Punkt war, dass sie auf Studien verwiesen hat, die Veränderungen im FTG, PET aufzeigen bei Covid-Patienten. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, also offensichtlich wird das FTG, Hirn-PET,
dann doch sehr selten angewendet, sonst würde man ja öfters solche Sachen eben auch feststellen können. Und das Verwunderliche war dann für mich, ich habe diese Information also auch in eine Gruppe weitergegeben, also meine ganzen E-Mail-Kontakte, und daraufhin hatte sich eine Sepsis-Patientin bei mir gemeldet und hat gesagt, also bei mir ist das schon vor 20 Jahren gemacht worden, sogar mit einem Befund, ja, der dann aber nicht weiterverfolgt wurde. In einer weiteren Folie ist sie auf mögliche Ursachen für eine Hirnschädigung eingegangen. Und hier haben mich zwei Aussagen besonders nachdenklich gemacht. Der eine Punkt, dass eben eine mögliche Ursache die Sauerstoffunterversorgung ist. Und die andere, dass das auch eine Folge der langen intensivmedizinischen Behandlung ist. Und da stellt sich für mich ganz einfach die Frage, ist denn das beeinflussbar, dass möglicherweise durch ein schnelleres Erkennen und Behandeln einer Sepsis oder auch durch eine optimalere Behandlung der ITS-Aufenthalt verkürzt werden kann und dass möglicherweise auch frühzeitiger mit den Therapien begonnen wird, ob damit nicht dann auch in Folge solche Folgeschäden zumindest abgemindert werden können. Eine dritte Folie, die stammt aus einem Vortrag von Frau Dr. Seidel von der Moritzklinik in Bad Kloster-Lausnitz, die also im Zusammenhang ja mit der Uni Jena hier diese Untersuchung gemacht hat, die ich am Anfang dort schon mal erwähnt habe. Also um den Zusammenhang von Hirnschädigung und Sepsis. Und ich es bemerkenswert fand, zu welchen Schlussfolgerungen Sie gekommen sind. Sie haben in dieser Studie ja die MRTs von Sepsis-Patienten und gesunden Probanden verglichen und sind also dort zu den Ergebnissen gekommen, dass es zu strukturellen Veränderungen in der grauen und auch in der weißen Substanz kommt und dass es auch zu Veränderungen im funktionellen Netzwerk kommt und dass diese Störung oder Veränderung im funktionellen Netzwerk also auch nicht ausreichend kompensiert werden können. Ja. Und es dadurch eben zu diesen kognitiven Einschränkungen und insbesondere auch zu dieser Fatigue kommt. Das Erstaunliche war, dass diese Studien dann also auch durch eine kanadische Studie bestätigt wird, die also auch zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind, also diesen Veränderungen im Gehirn. Und ich habe jetzt vor kurzem auch von einer englischen Studie gehört, wo das also genauso auch mit Covid-Patienten gemacht worden ist und die auch wieder zu den gleichen Ergebnissen gekommen ist. Was sind nun die Symptome für solche kognitiven Störungen? Das häufigste, was auftritt, ist sicherlich eine starke Minderung der Belastbarkeit, eine schnelle Erschöpfung, sowohl körperlich als auch geistig, das sogenannte Fatigue-Syndrom. Konzentrations, was also auch sehr häufig auftritt. Verringertes Reaktionsvermögen, eine verminderte Gedächtnisleistung, sowohl im Lang- als auch im Kurzzeitgedächtnis. Seh- und Sprachstörung. Ich hatte vorhin das Beispiel mit der Orthoptik. Die sind Sehstörungen, Nervenschaden. Ich habe also auch einige Berichte von anderen Betroffenen gehört, die nicht darauf untersucht wurden, sondern im Gegenteil, wo dann Augenoperationen durchgeführt und sich die Situation eben verschlechtert hat. Gleichgewichtsprobleme, Schwindel, Muskel- und Nervenschwäche, teilweise auch Atemprobleme, Geruchs- und Geschmacksstörungen, also besonders auch Covid-Betroffenen wurden. Eine verminderte Aufnahmefähigkeit, also gleichzeitig der Sachen auch zu erfassen oder bestimmte Tätigkeiten gleichzeitig durchzuführen.
Nur einige hier. Es gibt sicherlich noch eine Reihe anderer Dinge. Viele werden sagen, ja, solche Probleme kenne ich auch. Bei mir geht auch so wie vor 10 Jahren. Also, was macht den Unterschied aus? Zum einen gibt es eben der anerkannte Test, mit denen man solche Probleme auch diagnostizieren kann. Ich habe hier mal einige Neuropsychologen angefangen, also ja, alleine durchgeführt worden sind. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Man kann das auf den Folien nachlesen, wer da Interesse hat, aber Sie sehen schon, es geht in sehr viele Richtungen. Das kann man eben nicht einfach mal so machen oder ich kein Hausarzt für solche Tests durchzuführen. Das andere Thema, das ich bei mir analysiert habe, dass es zum anderen Symptomen kommt als Menschen. Diese Erkenntnis habe ich von Betroffenen bestätigt bekommen. Leider gibt es dazu offensichtlich keine Forschung und damit auch keine fundierten Publikationen. Nichts dazu bekannt. Ich möchte das an einigen Beispielen kurz erläutern. Bei der Erschöpfung kommt es zu einem Verlust der geistigen Ausdauer und zur kognitiven Ermüdbarkeit. Und dies stärkt andere kognitiv. In meinem Frühjahr bin ich des Öfteren an meine Erschöpfung und in meinen jungen Jahren im Sport betrieben. Dann war ich in Führungspositionen in großen Konzernen und bis zu meiner Erkrankung war und hatte eine Firma im Chemieren. Somit bin ich öfters sowohl körperlich als eine Leistungsgrenze gekommen. Nach diesen Erschöpfungszuständen, wie geistig, stellte sich beim ein, nachdem ich die oder relativ kurze Erholung, stellte sich ein belebendes Gefühl und ich hatte meine volle Leistung wieder. Wenn ich heute Belastungen erlebe, liegt die Belastbarkeit erst einmal dem Niveau von vor. Zum anderen habe ich mit Symptomen zu kämpfen. Ich werde müde. Ich bin eher Unwohlsein, Verwirrtheit, gesamte Reaktion, gesamtes Denken und Koordinationsprobleme sind jetzt da. Also völlig als vorher. Das Beispiel Gedächtnis, also mit zunehmender Gedächtnisleistung ab. Und bei mir genauso. Aber was eben zusätzlich ist, was ich vorher nicht eine Nacht durchgezecht habe, ähnlich wie beim bestimmte Sachen jetzt überhaupt gar keine Erinnerung mehr. Zeit, aber mit Gedächtnis. Das kannte ich vorher überhaupt nicht. Das fotografische Gedächtnis voll gegangen. Also das war vorher bei mir sehr ausprobiert, jetzt gar nicht mehr. Vielleicht was auch ein Problem ist, die Häufigkeit. Ja, und hier nochmal das Beispiel der Konzentration. Ich habe also enorme Probleme bei der das gleichzeitige Ausführen von bestimmten ist überhaupt nicht mehr möglich. Schreiben und zuhören gleichzeitig nicht mehr. So leicht ablenkbar. Ich muss bestimmte Tätigkeiten ganz einfach nachher und Sache zum Abschluss bringen. Also ich Kartoffeln aufsetzen und drauf, wenn mir draußen 100 Sachen ein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, tut mir leid, Sie haben es gemerkt, wir haben Tonprobleme. Herr Köhler hat gesagt, er startet den Vortrag von der Folie an, von sich aus neu. Also
wir wissen leider nicht, woran es liegt, und wir hoffen, dass wir das dadurch beheben können. Sie müssten Ihren Bildschirm freigeben, Herr Köhler. Herr Köhler, hören Sie mich? Ja, kann man es hören jetzt? Ja, ich höre Sie, aber Sie haben die Bildschirme noch nicht freigegeben, oder? Eigentlich ja. Aber ich gucke mal. Jetzt tut sich was. Ja, jetzt ist es da. So. Und das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und das fotografische Gedächtnis zum Beispiel ist mir vollständig verloren gegangen. Also das war vorher bei mir sehr ausgeprägt, funktioniert jetzt gar nicht mehr. Und natürlich. Herr Köhler, jetzt ist es weg, bis eben war der Ton noch da. Sie müssen, glaube ich, den Lautsprecher anlassen. Ja. Jetzt wieder? Oh. Nee, jetzt ist nichts zu hören, aber eben war es gut am Anfang. Problem ist, Jetzt ist es wieder gut. Okay. Ja, und hier nochmal das Beispiel der Konzentration. Ich habe also enorme Probleme bei der Aufmerksamkeit. Also das gleichzeitige Ausführen von bestimmten Tätigkeiten ist überhaupt nicht mehr möglich. Also zum Beispiel Schreiben und Zuhören gleichzeitig funktioniert gar nicht mehr. Zum anderen bin ich also auch sehr leicht ablenkbar. Ich muss bestimmte Tätigkeiten ganz einfach nacheinander ausführen und immer erst eine Sache zum Abschluss bringen. Also ich kann zum Beispiel nicht Kartoffeln aufsetzen und rausgehen. Also dann fallen mir draußen 100 Sachen ein, die ich machen kann, machen muss, und da vergesse ich die Kartoffeltopf in der Küche. Und dann die begrenzte Aufnahmefähigkeit. Also wir waren zum Beispiel mal wieder in der Oper gewesen, ja, also ungefähr 2 Jahre danach, also noch vor der kognitiven Behandlung. Und wir waren früher sehr oft in der Oper oder auch zu Konzerten. Und ich musste nach einer Stunde dort den Besuch abbrechen, weil ich nur noch ein Klirren in den Ohren hatte. Also ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, die Musik und die schönen Stimmen aufzunehmen. Es hat nur noch geklirrt. Und es kommen auch viele Dinge erst gar nicht im Gehirn an. Also dass Informationen gar nicht mehr aufgenommen werden und damit auch im Gedächtnis gespeichert werden können. Und also auch gleichzeitig dass bestimmte Sachen zuzuhören oder so geht gar nicht. Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also man kann sagen, bei einer Vielzahl von Sepsispatienten kommt es zu Hirnschädigungen. Und diese sind im MRT auch weitestgehend nicht sichtbar. Und diese kognitiven Störungen, von denen ich jetzt berichtet habe, sind eine Folge dieser Hirnschädigungen. Und bei diesen Hirnschädigungen handelt es sich um organische Schäden. Und das muss man wissen, dass das eben auch völlig was anderes als
psychische Schäden sind, wie Depression oder posttraumatische Belastungsstörung. Und es muss auch völlig anders behandelt werden. Und das wird vielfach eben nicht beachtet und demnach dann auch nicht adäquat behandelt oder überhaupt nicht behandelt. Was kann man nun gegen solche kognitiven Störungen tun oder kann man überhaupt etwas dagegen tun? Ganz wichtig ist es erst einmal zu erkennen, dass es sich hier nicht um psychische Probleme handelt, sondern um organische Schäden. Wenn, wie gesagt, auch beim MRT nicht sichtbar, so ist es doch zu Veränderungen in der Struktur und in der Funktionalität des Gehirns gekommen. Diese Schäden sind in der Regel nicht reparabel. Sie können durch abgestimmtes individuelles Training teilweise wiederhergestellt werden. Das Wichtigste ist aber, dass man sich neue Ziele und Maßstäbe setzt und sich nicht daran orientiert, was man alles vor der Erkrankung konnte. Es ist nun mal ein neues, ein anderes Leben. Und es gibt also auch Trainingsprogramme hier am Computer, mit denen man also seine Hirnleistung auch verbessern kann. Zusätzlich zu diesem Training muss man versuchen, die vorhandenen Defizite durch bestimmte Techniken auszugleichen. Es geht einfach darum, dass man sich Hilfsmittel schafft, um besser durch den Tag zu kommen. Ich erkenne bei mir jetzt zum Beispiel immer besser meine eigenen Grenzen und weiß, wann ich mich zurücknehmen muss. Diese neuen Grenzen für sich erst einmal zu erkennen, ist ein komplizierter Prozess. Und da ist eben also auch ein Pausenmanagement sehr wichtig dazu. Oder dass man die Tagesplanung so gestaltet, dass man sich erreichbare Ziele setzt, die den neuen Gegebenheiten angepasst sind. Und die Konzentration auf wesentliche Dinge ist ebenso wichtig. Und auch Werkzettel haben mir sehr geholfen, um nicht Dinge einfach zu vergessen. Ich habe mir da 3 Zettel angelegt, einen für tägliche Aufgaben, das sind also nur 3 drauf, die also für den aktuellen Tag, und dann einen Wochenzettel, wo dann mehrere, die in der Woche abgearbeitet werden müssen, aber nicht auf den Tag kritisch sind. Und der dritte eben für andere Aufgaben, die noch, ich sag mal, irgendwann erledigt werden müssen können. Und dann muss man sich natürlich auch professionelle Hilfe suchen. Und ich rate immer Betroffene, wenn sie mich fragen, was sie denn tun können, dass sie sich auf kognitive Störungen untersuchen lassen sollen und das am besten eben durch einen erfahrenen Neuropsychologen. Es gibt dazu eine Liste zertifizierter Neuropsychologen, die also auch im Internet veröffentlicht ist, beziehungsweise auch auf meiner Homepage dann verlinkt ist. Ganz wichtig ist auch, dass man den Erfahrungsaustausch sucht, also den Austausch und die Nutzung von Erfahrungen anderer Betroffener und dabei auch die Angehörigen mit einbezieht. Ja, dazu kann man eben andere Websites nutzen oder eben auch Kontakte zu anderen Betroffenen suchen oder auch Treffen, die organisiert werden von Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel der Deutschen Sepsishilfe. Und wichtig ist aber, dass man diese Erfahrung dann für sich auch so anwendet, dass sie auch für einen optimal sind. Also es trifft nicht alles auf jeden einmal 1:1 zu. Also man muss für sich das Wichtige dann immer rausnehmen und das dann auf seine Gegebenheiten auch anpassen. Hier mal noch einige Techniken, die ich für mich herausgefunden habe und bei mir anwende. Das ist zum einen, ich nenne es immer konzentriertes Weghören. Und dass ich mich bei bestimmten Gesprächen oder Veranstaltungen, wenn es eben auf Themen kommt, die mich nicht so interessieren oder
gerade eben nicht wichtig sind für mich und ich also dort auch nichts beitragen kann oder so, dass ich mich da einfach geistig ausklinke, ja, und somit meinem Gehirn zuvorkomme, dass ich möglicherweise dann bei einer Überlastung eben abschaltet. Das ist also für mich auch eine Form des Pausenmanagements. Dann als nächstes Konzentration auf das Wesentliche, dass man sich wirklich also Prioritäten setzt, die man also erreichen will und sich nicht verzettelt mit irgendwas oder über Sachen aufregt, wo man sowieso nichts ändern kann. Ja. Beim Gedächtnis, dass ich eben schon bei der Informationsaufnahme das selektiere, was möchte ich mir merken und das mit zum Beispiel mit einer Eselsbrücke oder irgendwas anderem versehe und das somit eben speicherfähiger mache, sage ich mal. Ja. Dann das Thema der Tagesplanung hatte ich vorhin schon mal kurz angeführt, dass man sich realistische Ziele setzt und sich nicht zu viel vornimmt und eben mit diesen Zetteln zum Beispiel, ja. Und das Beispiel geteilte Aufmerksamkeit auch, dass ich mich eben nur auf eine Tätigkeit konzentriere und nicht versuche, was anderes gleichzeitig zu machen. Meine Frau weiß das zum Beispiel, wenn ich irgendwas lese oder da braucht sie mich nicht ansprechen, da reagiere ich nicht drauf oder ich muss das dann gezielt abbrechen. Ich höre dann einfach nicht, was sie erzählt. Ne? Also diese Techniken, die können die Alltagsprobleme ganz einfach erleichtern auch, ja. Also dass man diese Defizite eben besser ausgleichen kann. Und diese Techniken können trainiert werden und einige davon habe ich also auch schon früher verwendet, nur eben in einer anderen Dimension. Und ich habe sie für mich jetzt eben auch neu entdeckt und den neuen Maßstäben angepasst. Ja, also gerade mit diesem konzentrierten Weghören habe ich früher ja, wenn ich so einen langen Arbeitstag hatte und viele Besprechungen und so, da kann man sich auch nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Aber ich habe es dann eben in der Zeit geschafft, mich auf andere Sachen zum Beispiel schon vorzubereiten oder sowas. Also das hatte eine ganz andere Dimension. Ich habe es damit geschafft, meine Leistungsfähigkeit doch wesentlich zu steigern. Das heißt, in den letzten 3 Jahren hat sich das nahezu verdoppelt und ich schätze sie jetzt bei über 30% ein von dem vorherigen Niveau. Und wie gesagt, bei allem muss man immer bedenken, dass es nur Anregung sein kann. Und jeder muss für sich alleine das Richtige herausfinden. Und wichtig ist also auch, dass man als Angehörige lernen muss, damit umzugehen. Und es ist eine Verständnisfrage, ja, für beide Seiten. Aber am Ende hilft es eben auch beiden. Die Vielfalt der Spät- und Langzeitfolgen nach einer überlebten Sepsis spiegelt sich natürlich auch in der Vielzahl der Behandlungsmöglichkeiten wider. Und es ist natürlich besonders schwierig, hier das alles in einer Hand zu finden. Also beim Hausarzt oder in einer Reha wird man das kaum finden. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich dort in der kognitiven Neurologie eben Hilfe auf allen Gebieten hier gefunden habe. Und das Wichtigste war, ich bin dort ernst genommen worden. Und ich konnte mich mit anderen Betroffenen austauschen. Und auch meine Familie ist mit einbezogen worden. Und natürlich muss man viel selber auch tun. Ja? Auch danach ist das ganz wichtig, dass man weitermacht. Und mir hat das insgesamt sehr, sehr viel geholfen. Und ich fühle mich eben heute ein ganzes Stück wohler. Ja, ich habe mit sehr viel Glück einen septischen Schock überlebt und bin sehr dankbar dafür. Ich bin in ein neues, ein anderes Leben zurückgekehrt. Mein
bzw. unser Leben hat sich total verändert und ich bzw. wir haben unser Leben grundlegend geändert. Mir ist es gelungen, ein Stück Lebensqualität wieder zurückzubekommen. Und ich habe für mich ein Stückchen inneren Frieden gefunden und bin wieder in der Lage, mein Leben zu genießen. Und das war nicht immer so. Bei allem, was passiert ist, ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich dabei gewinnen konnte. Und ich bin froh, dass ich davon jetzt etwas weitergeben kann. Denn ohne meine Krankheit würde ich heute hier nicht stehen. Aber ich möchte das alles nicht noch einmal durchmachen und wünsche das auch niemandem, dass er so etwas durchmachen muss. Deshalb stehe ich eben heute auch hier. 2 Dinge sind mir heute besonders wichtig. Erstens, Ärzte haben mir das Leben gerettet. Es waren aber auch Ärzte, die mich erst in diese Lage gebracht haben. So etwas darf einfach nicht passieren. Es waren systemische Fehler und die müssen und die können vermieden werden. Man hat mich nicht ernst genommen und nicht bzw. zu spät auf meine Beschwerden reagiert. Mir hätte viel erspart bleiben können. Zweitens, ich habe bis heute mit Spät- und Langzeitfolgen der Sepsis zu kämpfen. Dabei machen mir insbesondere die kognitiven Beeinträchtigungen zu schaffen. Aber gerade diese finden in der Gesellschaft und in der Ärzteschaft sehr wenig Anerkenntnis. Es muss hier mehr in die Forschung und in die Verbreitung von Wissen darüber investiert werden, damit mehr Anerkenntnis für diese Probleme erreicht wird. Und deshalb setze ich mich für diese Probleme in verschiedenen Projekten beim Aktionsbündnis Patientensicherheit, der European Sepsis Alliance, der Deutschen Sepsishilfe und in vielen anderen Projekten ein. Ich habe eine eigene Homepage www.sepsisfolgen.info und ich habe ein Buch geschrieben, welches ich veröffentlichen möchte. Dort möchte ich anhand meiner gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse Informationen zum Thema Spät- und Langzeitfolgen nach einer überlebten Sepsis und Tipps zum Umgang damit weitergeben. Zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, auch wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen Sepsis und kognitiven Störungen nicht bewiesen ist, so gibt es doch für mich eine Menge von Auffälligkeiten, die darauf hinweisen. Diesen Beweis zu führen, das war auch absolut nicht mein Ziel heute. Mir geht es vielmehr darum, dass Betroffene ernst genommen werden, solche Störungen in Erwägung gezogen werden und dann auch weiter untersucht bzw. natürlich auch weiter behandelt werden. Ich möchte einfach mehr Sensibilität für dieses Thema erreichen. Und wenn mir das heute mit diesem Vortrag gelungen sein sollte, würde mich das sehr freuen. Hier noch meine Kontaktdaten und ein Link zu meinem YouTube-Kanal, den ich vor kurzem eröffnet habe, wo also auch dieser Vortrag dann runtergeladen werden kann und ich in Kürze auch mit Lesungen aus meinem Buch beginnen werde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. Ja, lieber Herr Köhler, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das sage das im Namen aller Zuhörenden für diesen sehr bewegenden und für mich auch sehr aufrüttelnden Vortrag. Und mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht jetzt an der Stelle 2, 3 Fragen an Herrn Köhler gerne stellen können und dann vielleicht erstmal von Frau Fleischmann-Strutzek den zweiten Vortrag hören. Ja, gibt es jetzt aus dem Auditorium Fragen? Ich schaue dazu in den Chat oder in die FAQs. Es scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir es so, dass ich Frau Caroline Fleischmann-Strutzek kurz vorstelle, die ja auch schon jetzt bei uns ist. Wir haben ja heute sozusagen mal eine Neuerung versucht, indem wir 2 Vorträge haben, die thematisch natürlich sich, glaube ich, sehr gut
ergänzen. Herr Köhler, Sie müssten, glaube ich, noch die Bildschirmteilung beenden. Ich kann es. Ich versuche es gerade. Von hier aus nicht. Vielleicht mit Escape manchmal und dann steht in der Mitte, dass man das aufheben kann. Ja, aber wir können ja erstmal, ja, es hat funktioniert, super. Ich möchte ganz herzlich Frau Dr. Caroline Fleischmann-Stutzek vorstellen. Sie kommen vom nach Jena. Sie kommen vom Universitätsklinikum in Jena und aktuell hat sie ein Forschungsprojekt, auch was extrem gut in diese Thematik passt. Da geht es nämlich um Sepsisfolgen. Und sie ist seit vielen, vielen Jahren, also mir zumindest und glaube ich vielen anderen bekannt durch ihre Publikationen, insbesondere zur Epidemiologie der Sepsis, die auch international sehr anerkannt sind, weil sie einfach den Blick auf die Häufigkeit der Erkrankung und auf die Häufigkeit der Sterbefälle noch einmal geschärft haben und richtig mit Zahlen eben das Ganze belegt wird. Und das macht ja letzten Endes nochmal deutlich, was für eine große Relevanz das hat, was Herr Köhler uns hier eben präsentiert hat und was wir leider viel zu wenig in unserem täglichen Tun auf der Intensivstation, aber auch darüber hinaus beachten. Frau Fleischmann-Stutzek ist auch im Übrigen wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der WHO, wo sie eben auch, glaube ich, in der Lage ist, solche Themen mit zu adressieren und warum der heutige Vortrag eben auch nochmal für uns besonders interessant ist, wo es ja um Langzeitfolgen und Pflegebedürftigkeit nach überlebter Sepsis geht. Das hängt einfach dazu mit, für mich war der Anlass, dass sie vor einigen Monaten dazu auch eine Publikation veröffentlicht haben, wo eben erste Ergebnisse dieses Projekts publiziert worden sind. Jetzt habe ich, glaube ich, genug der Vorrede getan und möchte Sie bitten, dass Sie uns Ihren Vortrag halten. Ich freue mich sehr, Frau, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich teile mal direkt meinen Bildschirm und hoffe, dass Sie den alle sehen können. Ja. Sehr gut. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank auch an Herrn Köhler für diesen wirklich eindrücklichen Vortrag, der den vielleicht etwas drögen Zahlen, die ich jetzt auch im Folgenden präsentieren werde, einfach auch nochmal die persönliche Geschichte vorweggestellt hat. Und ich denke, das ist was einfach auch wichtig im Kopf zu behalten ist, dass es einfach für Betroffene, für Angehörige eine immense Belastung ist, eine große Herausforderung und dass es deshalb ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Genau, also es wird im Folgenden um Langzeitfolgen und Pflegebedürftigkeit nach überlebter Sepsis gehen. Ich möchte Ihnen Relevanz und Etiologie etwas näher bringen, dann zu Auftreten und Risikofaktoren etwas sagen und Ihnen hier die Ergebnisse einer großen Studie vorstellen, die wir kürzlich durchgeführt haben, basierend auf deutschlandweiten versicherten Daten der AOK, aber auch Befragungsergebnissen. Dann etwas zur Versorgung und Inanspruchnahme nach Sepsis sagen und im Ausblick nochmal so die Herausforderungen, Defizite adressieren und wie diese vielleicht auch behoben werden können. Insgesamt geht man davon aus, dass jährlich rund 49 Millionen Menschen an einer Sepsis erkranken. Rund 38 Millionen davon überleben die Akuterkrankung. Also es ist eine sehr, sehr große Zahl von Patientinnen und Patienten, die letztlich diesen Weg der Sepsis gehen, die überleben und dann häufig Langzeitfolgen haben. In Deutschland allein schätzt man, sind ungefähr 250.000 Menschen, die eine Sepsis jährlich überleben. Und man muss sagen, die Zahl steigt letztlich einerseits durch eine verbesserte Therapie,
aber auch eine Zunahme der Sepsisfallzahlen selbst durch quasi operative Eingriffe im höheren Lebensalter, durch immunsuppressive Therapien im höheren Lebensalter, durch eine Ausweitung der Intensivtherapie. All das sind Faktoren, die zu einer Zunahme der Sepsisfallzahlen führen und damit auch zu einer Zunahme der Sepsis-Überlebenden. Hinzu kommt, das hat der Herr Köhler ja auch schon angerissen, dass auch Überlebende nach Covid-19 mit Organversagen letztlich Sepsis-Überlebende sind, die häufig unter Langzeitfolgen leiden, sodass hier in den letzten 2 Jahren einfach auch nochmal ein sehr, sehr starker Zuwachs zu verzeichnen war. Überlebende leiden häufig unter anhaltenden Folgeerkrankungen. Das ist jetzt im Vorausgehenden schon häufig angeklungen, die ihre Alltagsfähigkeiten einschränken und zu einer reduzierten Lebensqualität führen. Woran liegt das genau? Zum Teil weiß man es nicht. Man geht davon aus, dass einerseits wirklich eine prolongierte Immundysfunktion ursächlich ist, dass kognitive Folgen durch entzündliche Prozesse und Ischämien im Gehirn entstehen, dass häufig kardiovaskuläre und pulmonale Schäden durch auch mitochondriale Dysfunktion resultieren. Aber, und das ist auch ganz wichtig festzuhalten, dass einige Folgen, insbesondere psychische Folgen, auch behandlungsassoziiert sind, durch die Intensivbehandlung zum Beispiel entstehen. Das Ganze ist aber letztlich eine multifaktorielle, multikausale Entstehung, und das soll dieses Bild hier einfach nochmal verdeutlichen, ohne dass ich da jetzt im Detail drauf eingehen möchte. Wir haben also schon Risikofaktoren, die jeder einzelne Patient, jede einzelne Patientin mitbringt. Wir haben Charakteristika der Infektion, der Organdysfunktion, die also mitbestimmen, inwieweit Patienten unter Risiko für Sepsisfolgen sind. Und wir haben natürlich das, was aus der Behandlung selbst resultiert. Wurde die Sepsis früh erkannt, früh behandelt? Wie war die Behandlung auf Intensivstation? All das sind Faktoren, die letztlich entscheiden, unter welchen und wie schwer letztlich Patienten unter Folgeerkrankungen leiden. Durch die Tatsache, dass ein Teil der Sepsisfolgeerkrankungen eben aus der Behandlung auf Intensivstationen resultieren, medikamentös, einfach durch das Setting, gibt es wesentliche Überlappungen auch zum Post-Intensive-Care-Syndrom, PICS genannt. Aber es gibt auch letztlich Eigenheiten, weswegen die Folgeerkrankungen nach Sepsis in der jüngeren Literatur auch wirklich als Post-Sepsis-Syndrom definiert wurden. Von der Systematik her kann man sich aber trotzdem ganz gut am Post-Intensive-Care-Syndrom orientieren. Das heißt, man geht letztlich davon aus, dass alles, was eine Verschlechterung oder ein Neuauftreten von Folgen nach Sepsis, dass das also letztlich das Post-Sepsis-Syndrom bildet. Das können einerseits psychische Folgen sein, häufig Angst, Depression, PTSD, kognitive Beeinträchtigung. Dazu hat der Köhler ja schon sehr umfangreich gesprochen. Hier also sind es ganz unterschiedliche Funktionen, die eingeschränkt sind: Gedächtnis, Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit, räumlich-visuelle Erfassungsprozesse, die Erfassungsgeschwindigkeit. All das kann beeinträchtigt sein. Und es kann natürlich physische Beeinträchtigungen geben, beispielsweise Schmerzen, Critical Illness, Myopathie, Neuropathie, Gewichtsverlust, Karexie, Fatigue, chronische Nierenfunktionsbeeinträchtigungen, pulmonale Störungen. Also die Liste ist lang und kann je nach Patient sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Was hier auch noch zu sehen ist, es gibt letztlich ja nicht nur Folgen, die den Patienten unmittelbar beeinträchtigen, sondern auch die Familien und Angehörigen der Patienten. Deshalb gibt es auch die Bezeichnung PICS-F, also das Family Post-Intensive Care Syndrom, wo auch seelische Beeinträchtigungen
Angst, Stress, PTSD, Depressionen, Trauer im Fokus stehen. Und sowohl für die Familie und Angehörige als auch die Überlebenden kann das natürlich auch wesentliche soziale Einschränkungen bedeuten, Arbeitslosigkeit, ein vermindertes Einkommen und so weiter, sodass es also nicht nur diese medizinischen Aspekte sind, die eine Rolle spielen, sondern die Dimension auch darüber hinausgeht. Wichtig ist auch nochmal, sich zu vergegenwärtigen, dass Folgen nicht nur isoliert auftreten, sondern sehr häufig auch überlappen. Das ist eine Arbeit zu dem Post-Intensive Care-Syndrom, wo man ganz eindrücklich sieht, dass 3 Monate und auch 12 Monate nach der Behandlung auf Intensivstation, und viele Patientinnen und Patienten hatten da eine Sepsis, ein sehr großer Teil unter mindestens 2 Einschränkungen, also hier Cognitive Impairment, also die kognitive Dysfunktion und Depression, oder kognitive Einschränkungen und physische Einschränkungen oder Depression und physische Einschränkungen leidet. 6 bzw. 4% litten sogar unter Einschränkungen in allen 3 Bereichen. Also es sind nicht isolierte Probleme, die auftreten, sondern häufig also mehrere Baustellen, die Patientinnen und Patienten haben, was dann für die Behandlung natürlich auch wichtig ist. Die Folgen schränken die Lebensqualität der Betroffenen häufig relevant ein. Hier sieht man einmal den Vergleich zwischen Normwerten, Bevölkerungsnormwerten, das ist auf der linken Seite in Rot, und den Werten von Sepsisüberlebenden in Blau. Das betrifft letztlich eigentlich alle Domänen von Lebensqualität, also sowohl physische als auch soziale Aspekte, und rechts dargestellt sieht man auch nochmal ganz eindrücklich, dass je schwerer die ursprüngliche Erkrankung war, also ob ein Patient quasi eine Sepsis mit oder ohne Organversagen hatte, das trägt letztlich auch nochmal dazu bei, wie eingeschränkt die Patientinnen und Patienten letztlich sind. Ich hatte gesagt, genau, also die Folgen führen zu einer verminderten Lebensqualität. Häufig werden Patienten rehospitalisiert, haben vor allem kardiovaskuläre Erkrankungen und erneute Infekte und Sepsis, die diese Krankenhausaufenthalte verursachen. Sie sind von anhaltender Erwerbsunfähigkeit bedroht und neben also der Herausforderung, die das für die Patientinnen und Patienten, Angehörigen und das Gesundheitssystem mit sich bringt, führt das Ganze natürlich auch zu sehr hohen Versorgungskosten, die auch für das Gesundheitssystem eine große Herausforderung sind. Und durch diese wirklich gravierenden Folgen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber einer geringen Sichtbarkeit des Krankheitsbildes wurden Sepsisfolgen schon 2010 als Hidden Public Health Disaster bezeichnet. Und das wiederum veranlasste die WHO 2017 in einer Resolution die Forschung und die Versorgung zum Thema Sepsisfolgen quasi in allen Mitgliedstaaten zur Verbesserung anzumahnen. Und das ist letztlich auch der Auftrag, den wir uns gegeben haben, mit diesem Forschungsschwerpunkt erstmal grundlegende Arbeit zu verrichten und wirklich die Häufigkeit, Risikofaktoren und die Versorgung von Sepsisfolgen näher zu beleuchten. Und hierzu möchte ich Ihnen Ergebnisse einer Studie vorstellen, die wir seit 2012 in Jena durchgeführt haben, die jetzt auch im letzten Jahr veröffentlicht wurde zur Epidemiologie und zu den Kosten der Postsepsis, Morbidität, Pflegebedürftigkeit und Sterblichkeit in Deutschland. Die Studie wurde durchgeführt mit Partnern der Charité, dem Wissenschaftlichen Institut der AOK und eben unserem Team vom Uniklinikum Jena. Und Ziel war es erstmal wirklich ein Framework, also eine
Gliederung letztlich für Sepsis-Folgeerkrankungen zu entwickeln, das dann in Routinedaten der AOK abzubilden, um Arthäufigkeit und Risikofaktoren für Sepsisfolgen und die Kosten zu erfassen. Da Routinedaten nicht zu vielen Zwecken gut verwendet werden können, aber eben nicht zu allen, haben wir das Ganze ergänzt durch eine große Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der Versorgung nach Sepsis. In der Routinedatenanalyse haben wir Patientinnen der AOK aus 2013-14 identifiziert, die eine Krankenhausbehandlung mit Sepsis als ICD-Entlassdiagnose in 2013 oder 14 hatten. Die mussten durchgängig versichert sein und quasi in den 24 Monaten vor dem Indexaufenthalt, also dem Aufenthalt mit Sepsis, keine Sepsis haben. Einfach, dass man abgrenzen kann, was quasi wirklich Folgeerkrankung einer inzidenten Sepsis ist. Wir konnten Daten von insgesamt 24 Millionen Erwachsenenversicherten nutzen und darunter ungefähr Informationen von 160.000 Sepsispatienten auswerten. Und was haben wir gemacht? Also wir haben uns letztlich angeschaut, welche Erkrankungen Patientinnen und Patienten, die hier die Akutbehandlung der Sepsis überlebt haben, in den 3 Jahren nach der Index-Sepsis haben. Und neue Erkrankungen wurden letztlich so definiert, dass diese Erkrankungen 12 Monate vor Krankenhausaufenthalt nicht vorgelegen haben dürfen. Außerdem wurden die Leistungsinanspruchnahme und die Kosten und die Reha-Behandlung und Effektivität der Reha untersucht. Ich habe Ihnen das jetzt so als kleinen methodischen Rahmen vorweggeschickt, einfach damit Sie verstehen, woher diese Daten kommen und in welcher Weise sie letztlich erhoben wurden, nämlich dass es also routinemäßige Versichertendaten sind, die man ausgewertet hat. Letztlich ist es so, dass hier nur kodierte Sepsisfälle und kodierte Folgen abbildbar sind. Also das heißt, wenn ein Patient eine Erkrankung hat, mit der er nicht zum Arzt gegangen ist oder die nicht entsprechend verschlüsselt wurde, dann könnten wir die nicht erfassen. Und das ist, denke ich, wichtig, wenn man so eine Studie interpretiert, denn schon die Erfassung und Kodierung der Sepsis in solchen Routinedaten ist höchst unvollständig, beziehungsweise die Sensitivität der Kodierung, die unterscheidet sich wesentlich zwischen den Häusern. Man geht davon aus, dass nur etwa jeder 3. Sepsisfall wirklich entsprechend richtig kodiert ist. Das heißt, man sieht eigentlich in dieser Studie vor allem die Spitze des Eisbergs. Also wenn wir jetzt darüber reden, welche Folgen zum Beispiel auftreten, wie häufig sie sind, was für Kosten entstehen, dann betrachten wir 1/3 eigentlich nur der Sepsispatientinnen und Patienten, die es in Deutschland gibt. Ja, genau, das so als Limitation vorweg. Was konnten wir letztlich zum Auftreten und zur Häufigkeit herausfinden? Unter diesen 160.000 Sepsispatientinnen und Patienten lag die Sterblichkeit ungefähr bei 23%. 116.000 Patienten und Patienten haben die Krankenhausbehandlung überlebt und 3/4 der Patienten hatten mindestens eine neue Folgeerkrankung aus diesem Post-Sepsis-Syndrom-Framework im Jahr nach dem Indexaufenthalt. Auch hier war es so, und das zeigt die Abbildung, dass häufig kognitive, psychische und physische Erkrankungen überlappten. Also auch hier waren es ungefähr 4%, die neue Erkrankungen in allen 3 Bereichen hatten. Am häufigsten war die Überlappung zwischen psychischen und physischen Erkrankungen. Und 25% hatten, wie gesagt, also keine neue Erkrankung. Der Großteil hatte eine neu aufgetretene Folgeerkrankung. 1/3 der Überlebenden, die vorher nicht pflegebedürftig waren, wurden im Jahr nach der Sepsis pflegebedürftig, abgebildet über einen neuen Pflegegrad, der im Jahr nach der Sepsis bei der Krankenversicherung beantragt und genehmigt wurde. Also eine immense Zahl von Überlebenden, die letztlich neu pflegebedürftig geworden ist. Und
Das, obwohl 1/3 der Krankenhausüberlebenden im ersten Jahr nach der Sepsis verstorben sind. Man sieht das hier, dass also wirklich in den ersten 100 Tagen nach der Krankenhausentlassung die Sterblichkeit also nochmal sehr hoch war und insgesamt dann also über 30% der Krankenhausüberlebenden im Jahr nach der Sepsis verstorben sind. Welche neuen Erkrankungen sind also aufgetreten nach der Sepsis? Wir hatten einerseits häufig neuromuskuläre neue Erkrankungen, also Critical Illness, Polyneuropathie, Myopathie, aber auch kardiovaskuläre und urogenitale Erkrankungen, die Überlebende dann neu bekommen haben. Auch kognitive Einschränkungen waren häufig bei insgesamt fast 20% und auch Depressionen zum Beispiel und Fatigue waren häufige neue Diagnosen. Interessanterweise war es so, dass neue Folgeerkrankungen, neue Pflegebedürftigkeit und die hohe Langzeitsterblichkeit auch nicht nur Patientinnen mit wirklich schwerer intensivstationsbehandelter Sepsis behandelt haben, sondern eben auch Patientinnen und Patienten, die außerhalb der Intensivstation wirklich ohne akutes Organversagen und ohne Voreinschränkungen behandelt wurden. Ich hoffe, es verwirrt Sie jetzt nicht. Wir haben diese Studie noch nach der alten Sepsis-Definition durchgeführt und auch Patienten mit eben einfacher Sepsis mit eingeschlossen. Die schwere Sepsis, die hier deklariert ist, entspricht jetzt nach der neuen Definition der Sepsis. Und wenn man sich das einmal anschaut, dann ist es wirklich eindrücklich, dass also auch also Patienten mit einfacher Sepsis oder nicht ITS-behandelter Sepsis trotzdem, also bei ungefähr 29% der Patienten unter Risiko eine neue Pflegebedürftigkeit vorlag und auch die 12-Monats-Sterblichkeit hoch war. Und selbst bei Patientinnen und Patienten ohne Vorerkrankungen lag die neue Pflegebedürftigkeit immerhin noch bei fast 20% und die 12-Monats-Sterblichkeit bei 15%. Und das deckt sich auch natürlich damit, dass was man jetzt bei Covid auch ja viel diskutiert, eben dass es nicht eines wirklich schweren Verlaufes bedarf, um quasi wirklich Folgeerkrankungen auch bei Patienten zu haben, sondern dass auch leichte Verläufe dazu beitragen können, dass Folgeerkrankungen auftreten. Insgesamt gibt es auch was die Häufigkeit von Folgeerkrankungen gibt, große Ähnlichkeiten zwischen dem, was Patientinnen und Patienten nach Sepsis berichten und Patientinnen und Patienten nach Covid-Anfolgen haben. Also ich habe hier mal die Ergebnisse von verschiedenen systematischen Reviews zu Covid-Folgen Ihnen dargestellt. Also auch Angst, Depression wird da zwischen so 15 und 22% angegeben, Fatigue, Muskelschwäche bei ungefähr 40% und Schlafstörungen bei 20%. Das ist ähnlich also zu dem, was man auch von Überlebenden nach Sepsis also hört und auch bei diesen diagnostizieren kann. Genau, Folgekosten durch den Indexaufenthalt und diese 3-jährige Nachbeobachtung, die wir untersucht haben, beliefen sich auf etwa 36.000 € pro Patient. Wenn man von insgesamt 320.000 Sepsispatientinnen und Patienten pro Jahr in Deutschland ausgeht, addieren sich die direkten Kosten auf ungefähr 12 Milliarden € für eben diese Indexbehandlung und die 3-jährige Nachbehandlung. Das heißt, es ist auch aus gesundheitsökonomischer Sicht wirklich immens, was da an Kosten produziert wird, letztlich exklusive der Pflege- und Hilfsmittelkosten und indirekter Kosten, wie zum Beispiel der Arbeitsunfähigkeit, die in dieser Rechnung noch gar nicht mit drin sind. Welche Risikofaktoren gibt es für ungünstige Outcomes? Letztlich und das wird wahrscheinlich jetzt wenig überraschen, ist es so, dass insbesondere natürlich ältere und kränkere Menschen ein höheres Risiko haben an den Folgen der Sepsis in den 12 Monaten nach der Erkrankung zu versterben. Und Patientinnen und Patienten, die insbesondere auch mit akutem Leberversagen behandelt wurden.
Das ist auch ähnlich für die neue Pflegebedürftigkeit. Hier haben wir auch insbesondere ältere und kränkere Patienten, die dann im Jahr nach der Sepsis neu pflegebedürftig geworden sind, aber eben auch Patienten, die zum Beispiel eine Enzephalopathie akut im Krankenhaus hatten. Bei der neuen Dialysepflichtigkeit als ungünstiges Outcome sind es auch das Vorliegen von Komorbiditäten, aber eher dann ein akutes Nierenversagen und auch metabolische Veränderungen, die mit einem Risiko für langfristige Nierenschädigungen einhergehen. Die Langzeitbeatmung selbst reiht sich da ein. Also auch hier ist es so, dass Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen natürlich unter einem größeren Risiko sind. Und wenn eben der Fokus der Infektion im Respirationstrakt liegt, beziehungsweise auch akut eine respiratorische Organdysfunktion vorliegt. Ja, zur Versorgung und Inanspruchnahme nach Sepsis. Insgesamt war es so, dass 2/3 der Krankenhausüberlebenden rehospitalisiert wurden im Jahr nach Sepsis und jeder 4. 12-Monats-Überlebende nicht wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren konnte. Und dem gegenüber steht letztlich, dass nur insgesamt 5,5% der Sepsis-Überlebenden nach der Entlassung letztlich direkt in die Reha gegangen sind. Ein Großteil ist nach Hause oder ins Pflegeheim gegangen. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen Akuterkrankungen wie Myokardinfarkt oder Schlaganfall eine sehr, sehr niedrige Rate. Dort liegen die Reha-Quoten bei 70-80%, sodass hier natürlich irgendwie auch viel Potenzial noch nach oben ist. Was wir in unserem Projekt auch zeigen konnten, dass letztlich die Reha innerhalb des ersten halben Jahres nach der Entlassung eine signifikante Senkung der Langzeitsterblichkeit bis 36 Monate nach Entlassung nach sich zieht, insbesondere bei ITS-behandelten Patienten. Unterstützt, denke ich, nochmal auch die Forderung, dass hier einfach auch noch mehr in Richtung postakuter Reha investiert werden muss. Zum Thema Reha nach Sepsis möchte ich Ihnen noch ein paar Ergebnisse unserer Befragungsstudie letztlich mitgeben. Hier haben wir letztlich Patientinnen und Patienten zur Inanspruchnahme und Zufriedenheit mit der Reha und Nachsorge nach Sepsis befragt, die einerseits über die Mitteldeutsche Sepsis-Kohorte rekrutiert wurden, die sich aus den Zentren Jena, Leipzig, Halle, Bad Berka und Erfurt gespeist hat, aber auch Patienten der Charité und des Uniklinikums Jena wurden befragt. Insgesamt haben wir 400 Interviews zu 2 Zeitpunkten durchgeführt, einmal 6 Monate nach der Entlassung und 12 Monate nach der Entlassung, und ungefähr 50% der Interviews wurden zu beiden Zeitpunkten durchgeführt. Und 6 Monate nach der Entlassung hatten ungefähr 50% der Patienten in dieser Befragungskohorte eine Reha erhalten. Das heißt, die Kohorte ist sicherlich nicht repräsentativ für alle Sepsis-Überlebenden, einfach durch das sehr spezifische Einwilligungsprozedere auch. Und bei den Überlebenden, die wir befragt haben, war es so, dass insgesamt also fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten in einer neurologischen Reha-Einrichtung behandelt wurde, und dass auch so an Therapien eigentlich so Physiotherapie so den häufigsten Schwerpunkt der Therapien bildet. Ich muss hier mal meine Leiste kurz wegschieben. Genau. Also Physiotherapie und Ergotherapie waren eigentlich so die häufigsten Therapien, die letztlich durchgeführt wurden. Und das deckt sich damit, dass letztlich in der Reha auch physische Erkrankungen natürlich eigentlich die waren, die am häufigsten adressiert wurden, während kognitive und psychische Folgen wirklich eigentlich eher selten
im Fokus dieser Therapien in der Reha standen. Und das ist, denke ich, auch eine der großen Herausforderungen. Also da es keine sepsis-spezifischen Reha-Konzepte gibt, werden die Patienten häufig also dann mit in neurologischen, orthopädischen oder kardiologischen Reha-Einrichtungen mit behandelt. Aber die Komplexität der Folgeerkrankungen und gerade kognitive und psychische Folgen, die sind da einfach häufig nicht mit im Fokus. Das letztlich schlägt sich auch wieder, wenn man Patientinnen und Patienten fragt, welche Wünsche sie eigentlich in Bezug auf ihre Behandlung haben, also welche Defizite sie erkennen und was man da besser machen könnte. Und hier ist es so, dass eigentlich 3 große Schwerpunkte immer wieder angeklungen sind bei insgesamt 89 Patientinnen und Patienten, die dazu eine Angabe gemacht haben. Einerseits die Aufklärung und das Sepsiswissen, der verbesserte Zugang zur Reha und die Verbesserung bzw. der Zugang zu ambulanter Nachsorge und struktureller Unterstützung. Und das deckt sich sicherlich auch in vielen Punkten mit dem, was Herr Köhler schon angesprochen hat. Viele Patientinnen und Patienten haben angegeben, dass sie gar nicht wussten, dass sie an der Sepsis erkrankt sind, weil das auch im Arztgespräch nicht genannt wurde oder ihnen nicht mehr innerlich war und auch über Folgen nicht aufgeklärt wurde. Was die Reha angeht, wünschen sich viele einfach, dass überhaupt der Anspruch auf eine stationäre Nachsorge besteht, dass es da keine Verzögerungen gibt, dass der Therapieumfang also angemessen sein sollte, individuell und quasi interdisziplinär auf die Folgen nach Sepsis zugeschnitten sein sollte. Auch ambulant wird der Wunsch nach einer spezifischen Nachsorge genannt, die entsprechend übernommen wird von der Kasse. Strukturelle Unterstützung, also gerade bei der Beantragung von Pflegeleistungen, Hilfsmitteln und so weiter, Angehörigenbetreuung zum Beispiel und einfach praktische Dinge wie Haushaltshilfen zum Beispiel. Die Punkte, die in der Routinedatenanalyse, aber auch in der Befragung sich herausgestellt haben wir zum Anlass genommen, mit einem großen Team von Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber auch Patientinnen und Patienten zu diskutieren, wie man eigentlich die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Sepsis verbessern kann mit Folgeerkrankungen. Hier möchte ich Ihnen einfach noch so ein paar Gedanken mit nennen. Das Ganze ist natürlich ein komplexes Feld, eben weil die Folgen komplex und sehr individuell unterschiedlich sind, ist es gar nicht so einfach, da Versorgungskonzepte zu erdenken. Aber letztlich, denke ich, ist es schon so, dass sich einfach so ein paar Dinge rauskristallisiert haben, die einfach wesentlich in der Versorgung von Sepsis-Überlebenden implementiert werden sollten. Wir haben das in 4 Bereiche eingeteilt. Einerseits die sektorenübergreifende Erfassung von Infektions- und Sepsisfolgen und ein strukturiertes Entlassung- und Überleitungsmanagement, das gezielte Angebot von Intensiv- und Frühreha, stationärer und ambulanter Reha, Nachsorge und struktureller Unterstützung, die Einbindung und Stärkung der spezifischen Gesundheitskompetenz von Betroffenen und Angehörigen und die Intensivierung von Forschung und Forschung zu Ursachenprävention und Therapie. Und ich möchte jetzt auf alles gar nicht im Detail eingehen, sondern einfach so ein paar wesentliche Punkte nennen. Ich denke, es ist wesentlich, dass wirklich Folgen strukturiert, sektorenübergreifend erfasst und überwacht werden. Das heißt letztlich, das fängt damit an, dass wirklich es eine strukturierte Entlassplanung gibt, einen Entlassbrief, in dem entsprechend auch die Sepsis genannt wird und dann eigentlich auch digitale Zugriffsmöglichkeiten auf Entlassbriefe oder Medikamentenverordnungen. Häufig ist der Zeitverzug, den es in der Zustellung von Entlassbriefen irgendwie in den ambulanten Bereich gibt, auch was viele Behandler anmerken, was dazu führt, dass eben einfach dann nicht nahtlos weiter therapiert werden kann.
Und sowohl im ambulanten Bereich als auch in der Reha sollte ein Screening auf kognitive, körperliche und seelische Folgen im Idealfall 2 bis 4 Wochen nach Krankenhausentlassung stattfinden, spätestens aber nach 3 Monaten. Und dazu stehen recht praktische, kostenfreie und auch schnell durchführbare Screening-Instrumente zur Verfügung, wie der Patient Health Questionnaire, zum Beispiel der Mini-Cog oder die Handgreiftestung. Im Innovationsfondsprojekt ERIC, was an der Charité lief, wurden diese Instrumente für den ambulanten Bereich auch quasi in einem Konsensusverfahren zusammengestellt. Das ist die Publikation von Frau Spieß und Kolleginnen und Kollegen. Also wenn Sie da Interesse haben, ist das was, wo man also eine ganz gute Übersicht findet, welche Instrumente genutzt werden können, eben um so ein erstes Screening durchzuführen und die Patientinnen und Patienten dann entsprechend in fachärztliche Weiterbehandlung zur auch dann wirklich fundierten Testung weiterzuleiten. Die Reha sollte so früh wie möglich stattfinden, um einen progredienten Funktionsverlust und immobilitätsbedingte Schäden zu verhindern. Das kann einerseits schon die interdisziplinäre Frühreha im Akutkrankenhaus sein, aber natürlich dann auch die poststationäre Reha, die sich anschließt. Und beides kann dazu beitragen, dass das funktionelle Outcome letztlich und die Langzeitsterblichkeit verbessert wird. Und wichtig ist, dass es also wirklich eine ganzheitliche und spezifische Ausrichtung der Reha auf Sepsisfolgen gibt. Und dass also häufig zusammen auftretende Folgen wirklich spezifisch und interdisziplinär adressiert werden. Was die ambulante Nachsorge angeht, können hausärztliche Versorgungsmodelle zukünftig vielleicht eine Option sein oder die Betreuung in spezialisierten Hochschulambulanzen. Also Postintensiv-Ambulanzen haben sich ja schon in einigen Hochschulen etabliert. An der Charité und in Münster gibt es, glaube ich, jetzt erste. Und das ist natürlich für komplexe Krankheitsbilder sicherlich sehr sinnvoll. Wenn man sich aber vor Augen hält, wie hoch der Anteil eigentlich von Patientinnen und Patienten mit Folgeerkrankungen ist, dann ist das natürlich ein Modell, was sicherlich nicht für alle passgenau ist, sodass der Weg über ein hausärztlich koordiniertes Versorgungsmodell sicherlich sehr sinnvoll ist. In den USA wurden auch im Nachsorgebereich also spezifische Nachsorgeangebote schon in Studien untersucht. Und es konnte gezeigt werden, dass sie also auch wirklich wirkungsvoll die Langzeitsterblichkeit senken. Dazu gehört zum Beispiel die Optimierung der Medikation, das Screening auch auf funktionelle Einschränkungen, das Monitoring von häufigen und präventablen Ursachen der Gesundheitszustandsverschlechterung und auch die vorausschauende Behandlungsplanung bzw. Erwägung von Palliativtherapie. Wichtig ist auch, dass Patientinnen und Patienten nach der Sepsis entsprechend der STIKO-Empfehlung geimpft werden, insbesondere gegen Influenza, Pneumokokken und Covid, bei Asplenie natürlich dann auch noch gegen weitere Erreger. Das senkt das Risiko für infektbedingte Rehospitalisation, aber auch das Risiko für kardiovaskuläre Folgen. Und in der Arbeit mit Sepsis-Überlebenden ist es wirklich häufig so, dass die berichten, dass sie von ihren Hausärztinnen und Hausärzten nicht mehr geimpft werden, auch aus Angst vor quasi einer erneuten Überreaktion des Immunsystems. Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass man da Aufklärungsarbeit letztlich unternimmt und wirklich Patientinnen und Patienten da gut durchgeimpft werden. Die Stärkung des Sepsiswissens, dass diese Veranstaltung natürlich ein super Aufschlag. Herr Köhler hatte eben auch schon angesprochen, es gibt einerseits vom Aktionsbündnis Patientensicherheit eine Kampagne Deutschland erkennt Sepsis und auch von der Sepsis-Stiftung im Rahmen eines Innovationsprojektes Sepsiswissen eine Homepage, wo Fortbildung einerseits quasi on demand verfügbar sind. Und es hier auf der Seite von Deutschland erkennt Sepsis, also viele Materialien für Patientinnen und Patienten, Interessierte, aber halt auch für Behandler gibt, wo man sich umfassend über das Thema informieren kann.
Ja, also lassen Sie mich zusammenfassen. Man kann letztlich festhalten, dass Sepsisfolgen häufiger und vielfältiger als bisher bekannt sind. Sie können alle Sepsispatientinnen und Patienten treffen und sind nicht nur auf schwere Verläufe beschränkt. Sie können zu einem dauerhaften Verlust der Selbstständigkeit führen und sind für Patientinnen und Patienten und Angehörige eine starke Belastung, und sie verursachen hohe Kosten für das Gesundheitssystem. Ein besserer Zugang zu fachübergreifender Reha-Nachsorge und strukturelle Unterstützung sind Dinge, die wirklich notwendig sind, um die Versorgung zu verbessern, denn bisher fehlt es vor allem an sepsisspezifischen Maßnahmen, die wirklich die Breite der Überlebenden erreichen und deren Störungen und Lebensqualität verbessern. Ja, das war ein kurzer Einblick. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freue mich auf Ihre Fragen und möchte damit schließen. Ja, liebe Frau Fleischmann-Strutze, ganz, ganz herzlichen Dank für die Präsentation dieser spannenden Daten, auch am Schluss für das White Paper, was ja nochmal verdeutlicht, wo vielleicht Lösungsansätze und Lösungswege für die Probleme da sind. Und ich glaube, Ihre Daten haben uns allen nochmal sehr verdeutlicht, dass das, was Herr Köhler vorhin geschildert hat, ein absolut relevantes Problem ist, was im Zusammenhang mit unserer täglichen Arbeit in der Intensivmedizin steht und um das es sich lohnt, sich unbedingt zu kümmern. Ja, die Frage in die Runde. Ich weiß, das ist auch, schon mir jetzt auch klar geworden, dass 2 Vorträge doch ein ganz schöner Marathon sind und ein Novum, aber vielleicht ist es online vielleicht gar nicht so problematisch, wie wenn man das Ganze in Präsenz hat, solche 2 Vorträge hintereinander. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Also wir haben ja die Möglichkeit über den Chat, das würde ich dann vorlesen, aber auch über Handheben sich hier zu äußern. Ich habe sonst vielleicht nochmal die Frage auch an Herrn Köhler. Was aus Ihrer Sicht sehen Sie denn als die entscheidenden Punkte, die wir als Intensivmediziner, für uns ist es natürlich schwierig zu organisieren, dass die Rehabilitation erfolgen soll. Das sind ja sehr politische Dinge, die da auf den Weg gebracht werden müssen oder wie die Ergebnisse von Innofond-Projekten eben umgesetzt werden. Aber was geben Sie uns als Intensivmediziner auf den Weg? Was können wir schon in unserer Phase tun, um eben diese Folgeschäden so gut wie möglich zu minimieren oder einen Ansatz dafür zu liefern, dass am Ende es eben besser läuft? Naja, ein paar Sachen hatte ich ja in meinem Vortrag da schon angeführt, dass man doch zum Beispiel eben mit dieser Atmosphäre schaffen, habe ich es da auf einer Folie genannt, dort schon alleine durch solche Kleinigkeiten eben versuchen kann, dass man eben doch diese traumatischen Erlebnisse doch etwas abmildert. Ja. Oder dass eben eine schnellere Behandlung und auch eine zeitige Therapie schon auf der Intensivstation anfangen kann, dort mit bestimmten Sachen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass überhaupt solche Probleme erstmal bekannt sind, ja, und die Betroffenen und vor allen Dingen die Angehörigen auch überhaupt darüber informiert werden, ja, dass solche Schäden dann in der Folge eben auftreten können. Und das muss dort schon passieren, wenn die Betroffenen von der Intensivstation oder auch aus dem Krankenhaus überhaupt entlassen werden. Ja. Und weil das Wissen bei den Hausärzten ist einfach vielfach nicht bekannt. Ja. Und dass sie wirklich dann auch gleich die richtigen Anlaufpunkte eben suchen. Und ich weise da immer wieder drauf hin. Und an mich wenden sich ja nun sehr viele Betroffene. Ich habe ja inzwischen sehr viele Kontakte da. Und es ist immer wieder das Gleiche, dass sie einfach von ihren Ärzten nicht verstanden werden, sich nicht abgeholt fühlen und ja, dann eben auch nicht behandelt werden, als Simulanten hingestellt werden,
mit Antidepressiva behandelt werden, obwohl sie sagen, sie sind gar nicht depressiv. Ja, und ich denke, da kann man schon im Krankenhaus eine Menge damit machen. Also auch, dass man die Angehörigen auf sowas vorbereitet, ja. Dass das ein anderes Leben ist, das man hinterher hat. Ja. Ja. Sie sprechen ja so ein bisschen, das haben Sie ja, Frau Fleischmann-Schrutzek, auch schon gesagt, diesen Entlassbrief an. Ne? Das ist ja sicherlich ein Hebel, den wir da, also nicht nur, dass wir in den Entlassbrief natürlich reinschreiben, dass derjenige eine Sepsis hatte, was ja oft genug nicht passiert, aber dass man auch so einen Patientenangehörigen Entlassbrief schreibt, in dem dann vielleicht auch, ja, auch wenn es jetzt lapidar erscheint, aber all diese möglichen Ansätze genannt werden können. Ne? Also die einzige Angst, die man vielleicht dann haben könnte, dass man, wenn man darauf hinweist, dann vielleicht noch Krankheiten generiert. Ne? Also das ist ja immer, also das wird sicherlich eines der Argumente sein, was dann kommen wird. Ne? Naja, das weiß ich nicht. Und ich meine, Sie kennen ja die Diskussion, die wir ja auch hier im Expertengremium, gerade jetzt beim ICOTIC dort auch aktuell führen, wo es ja um gerade dieses Entlassmanagement auch geht, ja. Und ich dort ja immer wieder darauf aufmerksam gemacht habe, dass es insbesondere dort mit diesen kognitiven Störungen, ja, wo viele wirklich sich nicht auskennen, von den Ärzten, von Therapeuten, und das eben nicht ernst genommen wird. Ja, und das ist wichtig, dass man sowas weiß und dass man sich wirklich dann auch einen Neuropsychologen sucht, der sich möglichst mit solchen Sachen auskennt und der einen dann auch behandeln kann, ja. Und ich muss das immer wieder sagen, diese positive Erfahrung, die ich dort in der kognitiven Neurologie gemacht habe, in der Tagesklinik, das hat mir so wahnsinnig geholfen, das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen, ja. Alleine dieses Wissen, ja, und das sind ja meistens die Probleme, wo sich die Betroffenen an mich wenden, weil sie einfach nicht mehr wissen, ja, was sie überhaupt noch tun können, ja, und gar nicht wissen, was mit einem los ist, und ich ihnen das dann versuche anhand meines Beispiels zu erklären. Ich kann natürlich keine Diagnose oder sowas machen, das mache ich auch nicht, aber ich tue es an meinem Beispiel ganz einfach erläutern. Und viele finden sich darin dann wieder und denen hilft das einfach dann schon. Alleine dieses Wissen, dass sie nicht schuld sind daran. Okay. Ja, und dass das eben andere Schäden sind. Ja, und das hat mir ja auch erstmal geholfen. Diese ersten Tage in der kognitiven Neurologie, wo ich gemerkt habe, ich bin da nicht alleine damit, mit diesem Problem. Ja, das liegt nicht an mir. Das war eine Wahnsinnserkenntnis für mich. Okay, vielen Dank für dieses Statement nochmal. Also Frau Fleischmann, wissen Sie, ob es Pläne gibt oder wie ist das eigentlich? Also wir haben versucht auch sepsisspezifische Reha zu initiieren und die gibt es ja nicht. Und dann haben wir versucht, also naja, wir haben in der Nähe eine Neuro-Reha, dass man eben sozusagen, dann muss man da, das fällt ja nicht schwer, was Neurologisches reinschreiben. Und dann ist es sozusagen eine Krücke. Aber naja, wissen Sie, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche. Also Neurologen sind was anderes als Neuropsychologen. Ja. Also und auch an der Uniklinik Leipzig ist die Neurologie ganz streng getrennt von der Tagesklinik für kognitive Neurologie. Also die sind auch räumlich getrennt. Also die sitzen in völlig verschiedenen Gebäuden. Also das ist ein Unterschied. Ja, nee, ist klar. Aber würden Sie dann zustimmen, wenn ich sage, lieber wenigstens eine Neuroreha als gar keine? Ja, ich denke, das ist nicht auf jeden Fall. Das ist so richtig, ja. Ich glaube, das ist halt, da gibt es einfach viele Hürden, die einfach auch so sozialmedizinischer Natur sind. Also das hat was mit dem fehlenden Angebot zu tun, aber auch einfach mit den Kriterien, die letztlich angelegt werden, um zu entscheiden, ob die Patientinnen und Patienten halt reha-fähig sind und ob das passfähig ist oder nicht. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo wahrscheinlich auch einfach so strukturell rechtlich einiges angepasst werden muss.
um den Patienten und Patienten da einfach eine optimale Therapie zukommen zu lassen. Das ist also schwierig, aber insgesamt, ja, ist es trotzdem so, dass jede Reha natürlich besser ist als keine Reha. Naja, nee, kann ich nicht so unterstreichen, wirklich nicht, weil es kann auch schaden, wenn so eine Therapie, weil das ganz möglicherweise in eine ganz andere Richtung geht. Und naja, aber ich glaube, habe von einigen auch gehört, die zu einer neurologischen Reha waren, die das dann abgebrochen haben von sich aus, weil sie gesagt haben, das funktioniert nicht. Ja. Vielleicht hängt es ja auch von Art und also von Reha zu Reha. Also im Chat, ich lese es bloß gerade vor, in der neurologischen Reha in Greifswald gibt es Neuropsychologen, die auch die Behandlung von kognitiven Defiziten nach Sepsis involviert sind. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, es gibt sicherlich Ansätze, aber was Sie sagen, Frau Fleischmann, das ist eben, es ist nicht strukturiert, es ist nicht so etabliert, wie es nach jedem Trauma ist, nach jeder Hüft-OP, nach jedem Herzinfarkt. Und hier ist es eben absolut notwendig und ist aber eben diese Struktur nicht da. Ja, aber ich denke prinzipiell, also wir haben aktuell das Vorhaben, zum Beispiel einen Sepsis-Überlebendenpass zu kreieren, der also, das gibt es auch bei Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten, der also so für ein Ansatzpunkt für eine strukturierte Nachsorge ist, wo also auch einfach quasi eine Checkliste für auch häufige Folgen, Instrumente, die man zum Screening verwenden kann und so weiter enthalten sind. Und das ist, denke ich, was auch in so einem Reha-Prozess irgendwie sinnvoll sein kann. Also dass wirklich einfach auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Reha klar ist, mit welchen Problemen kommen auch Sepsis-Überlebende quasi in dieses Setting der neurologischen Reha überhaupt. Und ich glaube, auch in der neurologischen Reha gibt es, wenn die Awareness dafür da ist, kann da auch ein Angebot gemacht werden für kognitive Folgen, für irgendwie ja, also Critical Illness, Polyneuropathie, Myopathie und so weiter. Das ist sicherlich also kann, denke ich, auch ein Angebot sein, was für die Patienten sinnvoll ist, wenn man es vielleicht einfach auch noch mehr auf ihre Folgen dann zuschneidert. Dann wäre es sicherlich auch sehr wichtig, dass, also vielleicht sogar wir als Intensivmediziner, wenn wir verlegen ja doch einige Patienten auch direkt in die Reha, dass wir praktisch schon durch einfache Untersuchungen rauskriegen, wo ist der Schwerpunkt dieses Patienten. Ja. Also ist es eher was Kognitives, ist es was Mechanisches, sind es erste Ansätze von posttraumatischen Belastungen, dass man vielleicht daraufhin auch gezielt dann die Art der Reha aussucht oder zumindest den Kollegen sagt, wo aus unserer Sicht, wo wir den Patienten über mehrere Wochen eben kennen, vielleicht Schwerpunkte liegen könnten. Das wäre ja auch so ein möglicher Ansatz. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch, dass sich halt ambulant dann auch trotzdem was Strukturiertes anschließt, weil das hatten Sie, Herr Köhler, ja auch nochmal so dargestellt. Es ist nicht so, dass irgendwie diese Probleme auch alle auf einmal kommen und manchmal hat man ja am Anfang dann erstmal mit körperlichen Folgen zu tun und dann kommt der Rest irgendwie hinten ran und das heißt, es ist vielleicht auch nicht alles so, dass man es wirklich poststationär direkt behandeln und greifen kann, sondern das muss halt dann vielleicht auch sequenziell sein und auch im ambulanten Bereich sich einfach dann weiterführen. Ja. Ja. Ich schaue nochmal in den Chat. Hier kam noch ein Kommentar, dass offensichtlich eine Betroffene 9 Wochen in der Neuroreha und die es sehr positiv aufgenommen hat. Also das ist sicherlich etwas sehr, sehr Individuelles, auch die Schwerpunkte natürlich. Insofern glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man vor der Reha eben oder bei der Entlassung so eine Analyse idealerweise noch macht. Nicht nur den Entlassbrief mit den Hinweisen, sondern vielleicht sogar schon sagt, und Sie haben es ja gesagt, Frau Fleischmann, es gibt ja Testmöglichkeiten, das rauszufinden, schon sagt, wo die Schwerpunkte für eine ambulante oder stationäre Reha dann eben liegen sollten, aus Sicht der aktuellen Behandler. Ja, extrem spannend. Und ich sehe im Chat und jetzt keine weiteren Fragen, sodass ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte bei Ihnen beiden
dass Sie, Frau Fleischmann-Stutzek, uns Ihre tollen Ergebnisse präsentiert haben, auch mit einem Ausblick, wo es was zu tun gibt, und dass Sie, Herr Köhler, uns teilhaben lassen haben an Ihren Weg nach der Sepsis und vor allen Dingen an dem Bemühen, etwas zu verändern. Und da möchte ich nochmal meine ganz, ganz große Hochachtung und Dank sagen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, Deutschland erkennt Sepsis, da in diesem Bereich mit allen Partnern eben nicht nur Vigilanz zu schaffen, sondern auch tatsächlich Verbesserungen zu erreichen im Sinne einer wirklich besseren Diagnostik, Therapie. Ja, ganz herzlichen Vielen Dank. Dank auch Ihnen. Ja, vielen Dank auch. Allen Teilnehmenden nochmal herzlichen Dank und dann genießen Sie den Rest dieses Frühlingsabends und bis zum nächsten Mal. Dann geht es wieder um antiinfektive Therapie im Mai. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.